Der Motorblock der MZ ETZ 250 liegt fertig auf meiner Werkbank. Bevor ich ihn nun komplettiere, widme ich meine Aufmerksamkeit der Kupplung. Das folgende Video zeigt, wie ich diese Motorüberholung durchgeführt habe. Es soll keine Anleitung sein. Ich fordere auch niemanden auf, dies ohne die notwendigen Kenntnisse selbst zu tun. Zu allen Reparaturen an meinen MZ-Motorrädern konsultiere ich vorher die zur Verfügung stehenden Reparaturhandbücher. Zuerst hatte ich überlegt, ob ich die Kupplung überhaupt aufmachen soll. Jedoch kam ich dann zu dem Schluss, dass sie eine Wundertüte ist, genau wie der Motor, und deshalb möchte ich auf Nummer sicher gehen. Normalerweise kann man den Bedarf einer Kupplungsüberholung an zwei Merkmalen festmachen, nämlich dem Spaltmaß unten an der Druckplatte, die uns anzeigt, ob die Reibscheiben schon verschlissen sind. Beträgt das Maß 1 bis 1,5 mm, ist dieser Verschleiß noch nicht gegeben. Das zweite Kriterium ist das Ausrücklager, also dieses Kugellager hier. Wenn das nicht mehr leicht und gut läuft, dann sollte es mal getauscht werden. Und das ist für mich der ausschlaggebende Punkt, weshalb ich diese Kupplung jetzt aufmache. Nachdem ich die Sicherungsbleche aufgebogen habe, öffne ich die Muttern reihum schrittweise, damit diese unter Spannung stehende Druckplatte sich gleichmäßig öffnet. Diese Platte steht unter Spannung, weil sich darunter 6 Stahlfedern verbergen. Also passt auf, dass ihr euch nicht entgegenspringt. Um die Kupplung zu zerlegen, ist es manchmal hilfreich, ein zweites Paar Arme zu haben, also jemanden, der einem hilft. Da ich in der Regel alleine schraube, behelfe ich mir hier mit einer Schraubzwinge. Diese drückt die Druckplatte herunter, bis ich die Muttern gelöst habe, um es dann kontrolliert zu trennen. Achtung an dieser Stelle! Die Sicherungsbleche an die Gewindebolzen haben sich so verkantet, dass die Druckplatte verriegelt bleibt. Also erst die Sicherungsbleche entfernen und dann die Schraubzwinge. Jetzt ging mir der Hub an der Schraubzwinge früher aus, als die Kupplung entspannt war. Das hätte ich besser vorher anders eingestellt. Hier sehen wir nun die Druckfedern und die Zwischenscheiben. Um diese Unterlegscheiben wird ein Trara gemacht, das ich nicht so ganz verstehe. Von wegen, es gibt nur eine spezielle Dicke davon. Ich glaube, wichtig ist, dass man diese Scheiben nicht mischt mit handelsüblichen Unterlegscheiben, denn diese haben einen anderen Durchmesser und ein anderes Gewicht. Dann bringt man eine Unwucht in die Kupplung rein. Wenn man aber den kompletten Satz tauscht, kann man auch handelsübliche Unterlegscheiben verwenden.
Hier nehme ich die Maße der Unterlegscheiben, der Federn, der Reibscheiben und der Zwischenscheiben auf, nur für den Vergleich. Wenn ihr neue Teile braucht, schaut, dass die Maße stimmen. Da die originalen Federn Rostspuren aufwiesen, habe ich mich entschieden, neue Federn zu verwenden. Diese gab es günstig zu kaufen. Wenn ich damit falsch liege, werde ich später Bescheid geben. Alle Metallteile reinige ich daraufhin von ihrem Öl und lege sie bereit für den Zusammenbau. Nicht aufgenommen habe ich den Ausbau dieses alten Lagers. Es war auch wirklich unspektakulär. Wie ihr sehen könnt, lässt sich das neue Lager in der Druckplatte nicht einsetzen, weil dort 3 Körnerschläge sind, die es verstemmt haben. An einer Druckplatte ohne Körnerschläge sieht man, dass das Lager komplett mit Spiel eingesetzt wird. Im kalten Zustand geht es rein und raus wie nichts. Warum das technisch so gelöst ist, kann ich mir nicht beantworten. Es erscheint etwas wie Pfusch, mit Körnerschlägen ein Lager zu fixieren. Hier sieht man ganz deutlich, dass ab Werk das Lager nur dort trägt, wo die Körnerschläge sind. Im Folgenden seht ihr einen komplett übertriebenen Einbau des Lagers in der Druckplatte. Übertrieben deshalb, weil ich hinterher gemerkt habe, dass der ganze Humbug nichts gebracht hat. Das Lager schlackert hin und her, bis man weitere Körnerschläge macht. Mit Hitze zu arbeiten macht ja absolut keinen Sinn. Nach heutigem Standard müsste man dieses Lager eigentlich einkleben. Schlussendlich sitzt das Lager fest und läuft rund. Das ist die Hauptsache. Ein besonderes Augenmerk gilt nun den Kupplungsscheiben und Zwischenscheiben. Sind die Reibscheiben verschlissen, sind sie beschädigt und vor allem sind die Zwischenscheiben aus Stahl absolut plan. Wenn sie schief sind und krumm und sich wellen, dann wird diese Kupplung später auf gar keinen Fall richtig trennen. Deshalb hier einfach genau hinschauen. Ich lege dafür die Scheiben auf eine Glasplatte und spähe, ob ein Spalt entsteht. Wenn ja, dann ist es leider Müll. Jetzt geht es wieder an den Zusammenbau. Ich schaue, ob die untere Druckplatte auch plan ist oder verbogen wurde bei irgendeinem unsachgemäßen Ausbau. Und ich schaue, ob die Gewindestifte fest sitzen. Gegebenenfalls schraube ich sie fest und sichere sie mit Schraubensicherung.
Nun erfolgt der Zusammenbau, wie ich sie auch auseinandergenommen habe. Achtet darauf, dass es eine Reibscheibe gibt mit einer Linie, die markiert, dass sie an erster Stelle war. Dies ist natürlich nur relevant, wenn ihr die alten Reibscheiben wiederverwendet. Dann im Wechsel Reibscheibe und Zwischenscheibe einlegen, bis die Kupplung voll ist. Die inneren Zähne dieser Scheiben haben eine Stanzrichtung. Das bedeutet, dass die Kanten nicht zu beiden Seiten hin gleich sind. Die eine Seite ist scharf, die andere Seite ist rund. Es kann sein, dass ihr auf diese Ausrichtung achten müsst, um später den inneren Mitnehmer problemlos einlegen zu können. Ihr seht, ich richte die inneren Zähne zunächst mit 2 kleinen Schraubenziehern aus, lege dann die Druckplatte drauf und friemel dann schließlich den inneren Mitnehmer ein. Das ist so ähnlich wie ein Safe-Knacken. Würde man die Kupplung jetzt einfach umdrehen, würde die untere Druckplatte einfach rausfallen und das ganze Paket fällt auseinander. Deshalb braucht man etwas Hilfe, um das jetzt fertig zu machen. Ich mache das auf die einfachstmögliche Weise mit 2 Schraubstockbacken. Zuerst einmal probiere ich aus, ob die Druckplatte auf die Gewindebolzen drauf geht oder ob diese vielleicht verbogen sind und deshalb das Ganze klemmt. Dann setze ich die 6 neuen Druckfedern ein und vergesse auch natürlich nicht die Unterlegscheiben auf den Gewindebolzen. Beim Zusammendrücken dieses Pakets, um die Muttern anzusetzen, hilft mir wieder meine Schraubzwinge. Wichtig ist es, darauf zu achten, dass die Schraubzwinge mittig ansetzt und die Druckplatte gleichmäßig aufgedrückt wird, also alle Bolzen gleichmäßig eintauchen. Sind alle Muttern um ein paar Gewindegänge eingeschraubt, kann man die Schraubzwinge entfernen und die Muttern schrittweise reihum anziehen, bis sie fest anliegen.
Eigentlich ist die Kupplung jetzt fertig. Ich hatte noch mit dem Gedanken gespielt, die Kupplung auszuwuchten. Ich habe aber gemerkt, dass es keinen Sinn macht, weil der innere Mitnehmer nicht zentriert ist in der Kupplung. Dieser kann etwas nach links und rechts rutschen bei dieser ungenauen Montage, die ich genutzt habe. Das kann man prüfen und beheben, indem man die Kupplung probeweise auf eine Kurbelwelle aufsetzt. Sie rutscht nicht drauf, weil der innere Mitnehmer und der Konus des Kupplungskörpers nicht in einer Flucht sind. Mit diesem Klopfen bewirke ich, dass die Reibscheiben sich etwas ausrichten und schließlich der Konus in Kontakt mit der Kurbelwelle kommt. Komplett zentriert wird die Kupplung erst dann, wenn man bei laufendem Motor die Kupplung zieht. Zum Schluss vergesse ich natürlich nicht, die Mutter noch mit Drehmoment nachzuziehen und die Sicherungsbleche umzubiegen. Nach diesen Arbeiten ist die Kupplung nun keine Wundertüte mehr und der Zusammenbau des Motors kann folgen. Ihr könnt dabei sein. Bis bald!